Mein Name ist Dieter Blecking. Ich bin außerplanmäßiger Professor an der Universität Freiburg und an anderen Hochschulen engagiert. Und das Zusammentreffen zwischen mir und den Olympischen Spielen 1972 ergab sich aus dem Grund, dass ich Sportstudent war und dass ich eine Bewerbungsmöglichkeit fand am schwarzen Brett der Hochschule. Der Allgemeine Deutsche Hochschulbund bewarb Leute, die zu den Spielen kommen könnten und das Studentenlager auffüllen und als Teilnehmer einer deutschen Studentendelegation bei den Spielen arbeiten, und man konnte sich dort bewerben, und das habe ich gemacht. Wir haben nach meiner Erinnerung, jetzt nach einem halben Jahrhundert, haben wir eine Art Bewerbungsschreiben verfasst, in dem wir uns vorgestellt haben, unsere Interessen dargelegt haben und auch, was wir von den Spielen erwarten und was wir von unserem Besuch der Spiele erwarten. Und danach wurden wir eingeladen zu einem Vortreffen, das im Frühjahr 1972 in München stattfand. Und da wurde ausgewählt in Interviews und indem man sich dargestellt hat in Gruppendiskussionen, wer hinfahren konnte. Am Ende stellte sich übrigens heraus, dass es weniger Bewerbungen als Plätze gab. Also wir sind schon im Frühjahr angereist zu einem kurzen Meeting hier in München und haben uns mit den Leuten zusammengesetzt, die das Jugendlager und das Studentenlager organisieren und koordinieren. Und es kam sofort zu den ersten Zusammenstößen. Zu Recht haben die Herren bemerkt, dass wir ja vorhatten, ihnen das Ganze aus der Hand zu nehmen. Damit lagen sie nicht falsch. Und von da bauten sich sofort Konflikte auf, die dann auch lautstark geäußert wurden. Und es waren also viele Kritiker des Leistungssports, die jetzt ausgerechnet zu den Olympischen Spielen, also dem Mekka des Leistungssports, hinfahren wollten und die natürlich im Kopf hatten, dass sie ihre Kritik dort vortragen und dass sie was dazu tun, dass sich das Bewusstsein darüber vielleicht ändert. Also im Grunde ein hoher Anspruch, mit dem einige angereist sind zu den Spielen. Ne? Aber die vorher schon da waren, das waren wir Deutschen. Und wir haben auch unser Anliegen da jetzt eingebracht, dass wir ein selbstverwaltetes Lager haben wollen. Und wir hatten auch einen Leiter des Jugend- und Studentenlagers, der durchaus damit einverstanden war, der auch, sagen wir mal, die Grandezza hatte, das zu verstehen, auch dass wir an den Spielen mehr sein wollten als Staffage. Also wir wollten eben raustreten aus dieser applaudierenden Menge und wir wollten nicht einfach nur die Spiele abnicken, wir wollten sie ja verändern. Es gab groteske Folkloreabende, das ist ja das Übliche, also Volkstänze und Ähnliches, was uns natürlich entschieden auf die Nerven ging. Und die stellten sich vor, es gab die ersten Liebschaften, die wurden dann zurückgepfiffen von anderen Delegationen oder auch nicht. Wenn es Delegationen aus autoritären Staaten waren, wurden die zurückgepfiffen. Das Wetter wurde besser. Es entfaltete sich so ein bisschen so eine Sex, Drugs and Rock'n'Roll-Stimmung hier in München unter den Jugendlichen und den Studenten. Und es war eigentlich sehr schön. Und unsere Sorgen auf der Ebene rückten dann in den Hintergrund. Das Lager war in dem Sinne sowieso nicht zu regieren, wenn nicht die Delegationen sowieso unter der Fuchtel waren, wie die DDR-Delegation oder die Delegation der Sowjetunion und andere. Für uns war es ein bisschen Paradies. Wir mussten ja nicht arbeiten. Ich glaube, wir waren 4, 5, 6 Wochen in München und wir konnten wir konnten Marc Spitz schwimmen sehen aus der Nähe. Wir waren ganz nah dran an all dem, was passierte, bis zum Attentat eben. Ne? Da waren wir auch sehr nah dran. Also es war wie Abenteuerurlaub. Wir hatten einen Ausweis für die Spiele. Wir haben natürlich alles betreten. Und niemand hat uns je daran gehindert, ins Olympische Dorf einzuziehen oder in der Kantine der Sportler zu essen. Wir hätten alles machen können. Wir waren komplett Teil der Olympischen Gemeinschaft und wir sind nie kontrolliert worden. Es war eine absolut freie Atmosphäre. Wir haben an einer Zeitung gearbeitet, in der wir unsere Thesen verbraten haben und die Spiele kritisiert haben und kommentiert haben. Unsere Möglichkeiten aufklärend zu wirken waren begrenzt und eine Zeitung ist immer ganz gut. Und wir haben die Zeitung zweisprachig gemacht.
also ins Englische übersetzt und mit den kleinen Mitteln, die wir hatten, hektografiert, ähnlich wie eine Schülerzeitung. Der Name Olympics ist klar abgeleitet von Asterix. Wir haben die Spiele analysiert als ein Mittelschichts-Spielplätzchen. Wir sahen das ja und wir gehörten ja selber in gewisser Weise auch dazu. Und von daher konnten wir in der Zeitung natürlich keine soziologische Analyse leisten, aber wir haben die Limitiertheit des Aufklärungs- und Emanzipationsversprechens der Spiele dort aufgeschrieben. Und wenn man die naiven Witzchen abzieht, war das schon angemessen. Es waren die Jugendlichen gerichtet und im Grunde haben wir den Slogan, den die Olympische Charta sich heute mal wieder zugelegt hat, A Better World Through Sport, das haben wir ernst genommen. Mich erreichte die Nachricht vom Terroranschlag auf einem Segelboot, ruhend auf irgendeinem See in der Nähe von München. Und ich wollte es erstmal überhaupt nicht glauben. Und dann fuhren wir zurück in unser Lager und es wurde natürlich ordentlich diskutiert, Radio gehört, ferngesehen den ganzen Abend. Also das Lagerleben lag sozusagen still. Gegen Mitternacht kam die erlösende Nachricht, alle Geiseln sind frei und leben. Und da sind wir tatsächlich, wir haben ein letztes Bier getrunken und sind ins Bett gegangen und dachten, der Kelch ist an den Spielen vorbeigegangen. Wir standen morgens auf und ich hörte ein mächtiges Weinen im Lager, tatsächlich. Morgens kam die Nachricht, erstmal kam die Nachricht, dass alle Geiseln tot sind, was natürlich grauenhaft ist. Und dann gab es zu ersten Auseinandersetzungen zwischen arabischen und israelischen Studenten, nichts Schlimmes, aber es wurde gebrüllt, es wurde geweint, es ging mächtig zur Sache und es brach das komplette Chaos aus und wir haben uns zusammengesetzt, um zu schauen, was wir jetzt machen. Wie wir jetzt mit den Spielen umgehen, nachdem der GAU, Worst Case, eingetreten ist. Was machen wir jetzt? Es wurde in Arbeitsgruppen getagt, es wurde sehr irrational argumentiert, es kam jetzt wirklich zu Spaltungen innerhalb der Gruppe zwischen Leuten, die aus moralischer Empörung jetzt sofort die Spiele in die Tonne hauen wollten, zwischen anderen, denen gesagt haben, es ist uns doch völlig wurscht, wir wollen weiterhin, wir haben noch Eintrittskarten, wir wollen weiterhin noch Leute rennen und so weiter, wir sind deswegen hier, weil wir Eintrittskarten haben und so weiter. Und es kam zu einem Zerwürfnis innerhalb der Delegation. Wir waren handlungsunfähig. Es gab eigentlich nur einen mächtigen Aufschrei, so würde ich das nennen, der am Morgen einsetzte und der dann den ganzen Tag angehalten hat. Das war schon ein bedeutendes Erlebnis, das auch dazu geführt hat, dass ich mich in den Jahren danach dem Verhältnis von Sport und Politik intensiv gewidmet habe. Gott sei Dank nicht als Funktionär, sondern wissenschaftlich.